Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute wird der Panzerzug ein Stück weit länger, und zwar verlängert er sich um den Artilleriewagen, den habe ich hier schon stehen, und wie der sich bauen lässt, das will ich euch gerne zeigen. Für 24,95 € erhalten wir diesen Karton. Der ist gepackt mit etwas über 500 Steinen und da ist dann unser Artilleriewaggon. So, dann machen wir den mal auf. Ich denke mal, das wird wie bei der Lokomotive. Ihr seht sie ja hinter mir stehen. Auch alles in Grau und Schwarz gehalten sein. Alles andere wäre sehr verwunderlich. Weg mit dem Karton. Wie ich das schon gesagt habe, alles grau und in schwarz gehalten. Das würde ja auch ansonsten alles keinen Sinn machen. So, gar nicht großartig rumgequatscht. Ich hole meine Teller raus, verteile das Ganze und dann gucken wir mal, ob da irgendwas ist, was man erwähnen müsste. Wie schon gesagt, absolut nichts, was Überraschungen birgen würde. Auf den ersten Blick nichts, was sonderlich defekt wäre oder Translierteile, auf die man achten müsste, haben wir hier alles nicht drin. Ich würde sagen, los geht's mit der Bauerei und dann schauen wir uns mal an, wie sich das gestaltet. Bauschritt 45. Bis hierhin ist das, was ich bei der Lok erleben durfte, genau das Gleiche. Das ist wahnsinnig stabil und es ist sehr robust. Das finde ich wahnsinnig schön. Hier wurde auch mit Köpfchen designt. Hier wurden nicht nur Steine über Steine gestellt. Hier wird mit Verbund gearbeitet, auch wenn es mal darum geht, eine größere Fläche über 7 oder so zu verbinden. Dann geht es über 2 Etagen und auch da sind die Steine nicht, wie ich das schon bei einigen Sets gesehen habe, wirklich von links nach rechts, sondern mit Verbund gearbeitet. Das ist wirklich wahnsinnig schön. Das gibt Stabilität, das erfreut. So, bevor ich den jetzt zumache, habe ich mir gedacht, komme ich mal dazu. Da können wir mal zusammen, also ich habe ja den Blick schon reingeworfen, da könnt ihr auch mal den Blick reinwerfen. Also hier drin, da sind 2 Sitze. Ihr seht, eine Minifigur passt da ohne Probleme rein. Wenn das dann später alles zu ist, dann hat man auch hier die Möglichkeit, das Ganze aufzumachen und nochmal einen Blick hineinzuwerfen. Auf der anderen Seite passiert das Gleiche. Was ich auch bei der Lok schon erzählt habe und was auch bei allen anderen oder bei einigen anderen Waggons und Loks schon gewesen ist, ich unterbaue mir das Ganze. So kann ich das hier hinstellen. Ich habe hier 2 2x4 immer übereinander gestellt. So passt das mit den Fliesen. Das bricht mir nicht ab. Die Fahrgestelle baue ich natürlich trotzdem, stelle sie aber erstmal hier hin und mache sie dann als allerletztes, weil so steht es stabil auf den Tisch. So kann man auch vernünftig arbeiten. Hier ist auch noch das Geschütz, das lässt sich später drehen, das kann man hier schon erarbeiten. Im Moment geht das alles ein bisschen holprig und ein bisschen rucklig. Ich hoffe, das gibt sich dann, wenn der Aufbau hier ist, dass es dann hier vernünftig an den ganzen Steinen vorbeigeht. Im Moment ist das eher nicht der Fall. Ihr könnt das vielleicht sogar hören, also es klappert und knackt ein wenig. Es stößt hier überall noch an. Vielleicht kommt das dann, wenn alles zusammengebaut ist, noch hier oben. Das zweite Geschütz wird dann auch drehbar sein. Was anderes kann ich euch jetzt im Moment ehrlich gesagt gar nicht sagen. Es gab keine Fehlteile.
paar Teile zu viel, wissen wir noch nicht. Es wird ja noch ein bisschen was verbaut. Aber bis hierhin macht es wirklich Freude. Ich musste mich auch wirklich bremsen, um zu sagen, nee, ich baue jetzt nicht durch. Ich zeige euch noch mal eben schnell, wie das Ganze von innen aussieht, bevor es zu ist. Also der verlockt wirklich dazu, das flüssig durchzubauen. Das macht wahnsinnig Spaß, was hier vor mir liegt. Und deswegen gar nicht weiter großartig rumgeredet, sondern weiterbauen. ...76 Bauschritte, die wirklich Freude gemacht haben von 78. Warum 76? Das kann ich sagen, weil den 77. da gab es ein Fehlteil. Und das ist auch leider Gottes offensichtlich und auch in meinem Fundus nicht vorhanden, sodass ich das nicht austauschen konnte. Und den letzten Bauschritt, den will ich mit euch gemeinsam machen. Und dann ist das gute Stück auch soweit fertig. Dann gucken wir uns den mal genau an. Meine Bauhilfen können jetzt so mit weg. Die halten komischerweise, naja, ein bisschen besser als das, was hier verwendet wurde. Hier wieder die großen Drehgestelle, damit das Ganze auf der Bahn fahren kann. Ich hatte es euch ja bei der Lok schon gezeigt. Der Tender ist so konzipiert, dass man dieses ganze Gespann dann später also wirklich auf die Schienen schicken kann. Motorisierung ist vorbereitet, passt da, denke ich mal, ganz gut rein. So, damit ist der Artilleriewagen von dem Panzerzug, wie ich vermute, 42, dann auch schon Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich das alles richtig recherchiert habe, dann ist das jetzt ein Wagen, der als erstes hinter der Lok hängt, also direkt am Tender dran, und zwar in Fahrtrichtung so, also er würde so der Lok hinterherfahren. Die Geschütztürme, hatte ich euch ja gesagt, sind drehbar, nicht um 180 Grad. Das funktioniert hier nicht, weil hier, komm mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr das auch sehen, hat man hier vorne die Skia hingepackt. Ist ganz witzig gemacht, funktioniert auch, hindert aber den Ganzen am Drehen. Und was ich auch schon vorher erwähnt hatte, dass das hier nicht so ganz rund läuft. Ihr hört das, es knackt also immer noch. Das kann jetzt natürlich gewollt sein, weil es ist immer so eine gewisse Stellung, da hält es dann wieder fest. Und dann komme ich mit ein bisschen Widerstand, komme ich dann weiter. Da ich mal davon ausgehe, dass das so nicht fahren würde, kann man das gleich so stehen lassen und alles ist gut. Hier auf dem Geschütz auch wieder Platz für eine Minifigur. Wir können ja noch mal gucken, ob das dann auch passt. Ich denke mal, diesmal muss der Pömpel ab. Hände hoch und hier sitzt er schon und könnte sich rein theoretisch austoben. Also das funktioniert. Hier passt eine Figur spielend hin. Das optische Design. Ich habe mir ja auch Fotos angeguckt von dem Panzerzug im Internet. Man erkennt ihn, das ist überhaupt nicht das Problem. Sicher wird der ein oder andere jetzt wieder sagen, das muss geändert werden und das muss geändert werden. Ich für meinen Teil kann ganz klar sagen, ich habe Fotos von dem Artilleriewagen gesehen. Ich habe auch Fotos von der Lok gesehen. Und das ist bis hierhin wirklich stimmig. Das, was mit Noppenstein machbar ist, hat man hier rausgeholt. Es gibt immer Möglichkeiten, das Ganze zu verbessern. Ja, das ist richtig. Aber für denjenigen, der das Ganze für sich im Regal stehen haben möchte und einen Wiedererkennungswert haben möchte, ist das wirklich ein schönes Modell. Wir reden jetzt nicht über wirkliche Detailverliebtheit und Detailgetreue. Da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen, der kitzelt da noch ein kleines bisschen mehr raus. Aber für das Geld, was wir bezahlen müssen, bekommen wir hier eine Qualität, die ist erstaunlicherweise gut. Erstaunlicherweise gut. Die ist ja gut für das Modell auch völlig ausreichend. Teilweise sogar wirklich sehr gut. Das hält, hier fällt nichts ab. Hier unten die Fliesen, die hier als Schutz für die Räder sind, die könnten ein bisschen mehr Festigkeit haben. Das
ist wirklich, das muss man so sagen. Aber ich stelle das ins Regal, das fällt mir nicht ab. Und wer damit auf der Anlage fährt, ich glaube, da dürfte das kleinste Problem sein, dass die Fliesen abfallen. Ich habe da so ein bisschen eher die Befürchtung, dass das mit den Drehgestellen, die gehen nämlich recht schwer, dass das dabei das ganze Problem sein sollte. Habt ihr ihn schon gebaut? Dann schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wie seht ihr das Ganze? Habt ihr ihn noch nicht gebaut? Dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, wäre das für euch. Ich denke mal, ich habe euch wirklich alles wieder zu dem Waggon gezeigt. Und zu dem Anhänger, nee, zu dem Waggon, was ich zeigen konnte. Ich habe euch gezeigt, wie er gebaut wird, konnte so ein bisschen was ausfindig machen, wo hängt er dahinter, dass das auch wirklich jetzt hier nicht Stück am Stück ist. Ich denke mal, wenn ich das nächste Video mache, dann nehme ich mir mal einen Anhänger, der dann vor der Lok hängt, damit es dann hinter mir im Regal dann auch anfängt zu wachsen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne den Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare, warum hat es euch nicht gefallen. Wenn ihr ein Abo habt, dann ist das schön, dass ihr wiedergekommen seid, um euch dieses Video anzugucken. Wenn ihr kein Video habt, nur wenn ihr kein Video habt, dann macht ihr halt mal eins. Wenn ihr kein Abo habt, dann dürft ihr mir das jetzt gerne geben. Drückt ihr die Glocke, werdet ihr benachrichtigt, sobald ein Video hochgeladen wurde. Bis zu meinem nächsten Video, da bitte ich euch doch, bleibt gesund, damit wir uns dann hier an dieser Stelle nochmal wiedersehen, und zwar gesund und munter. Bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch eine gute Zeit und macht euch noch einen schönen Tag.